Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen ein weiteres Szenario von diesem Spiel. Der Titel dieses Szenario lautet Die Prinzenprüfung. Euer Vater, der König, hat viele Jahre lang mit seinen treuen Gefährten die Weltmeere bereist und dabei sein Reich und seinen Reichtum immens vergrößert. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo er das Zepter endgültig an euren älteren Bruder übergeben will. Um auch euch, der ihr nicht der Erstgeborene seid, versorgt zu wissen und euch den Start in der neuen Welt zu erleichtern, schenkt er euch 5 Handelsschiffe, die mit allen notwendigen Waren beladen sind. Er gibt euch auch noch folgenden Rat mit auf den Weg. Wähle die Nachbarschaft deiner Brüder, um in Frieden und Sicherheit 2 Siedlungen zu gründen. Damit du eine achtbare Grundlage für die Zukunft schaffst, sollen in der einen Stadt 1500 Aristokraten und in der anderen 2500 Aristokraten leben. Errichte diese Städte sowie ein Schloss und eine Kathedrale mit Bedacht, sodass ihre Einwohner von dir und deinen Nachfahren heute und zukünftig in Hochachtung sprechen werden. Befolge den Rat eures Vaters und ihr werdet mit Leichtigkeit in der neuen Welt bestehen können. Ja, das hört sich ja auch sehr anspruchsvoll an. 2 Städte, wo wir Aristokraten ansiedeln müssen. 1500 in der einen Stadt und 2500 in der anderen. Mit Kathedrale und Schloss. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal direkt an. Welche Farbe soll euer Banner zieren? So, wir speichern erstmal hier alles wieder ab. Spielstand gespeichert. So, hier sind unsere Eine 5 gegnerische Stadt hat mehr Schiffe. als Oh, 1000 Einwohner große erreicht. Kriegsschiffe. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, die Eine Karte gegnerische Stadt hat sieht mehr als 1000 Einwohner üppig erreicht. aus, obwohl die Eine fremde größten... Niederlassung hat mehr als 500 Einwohner erreicht. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, ist ja jetzt gut. Also, wir haben hier unsere 5 Schiffe und ihr seht, jede Menge Waren haben wir hier drin. Ja, ja, super. Damit können wir eine Entwicklung relativ schnell durchstarten. Ja, dann schauen wir mal eben kurz hier die Inseln unserer Brüder an. Der weiße Konkurrent, ja, riesengroße Insel, weit entwickelt. Bürger haben die schon hier. Das ist eine nördliche Insel und seine zweite, oh, ist auch eine nördliche Insel. Also keine südliche Insel, das ist schon mal gut zu wissen. Der rote Konkurrent hat auch eine riesige Insel, weit entwickelt. Auch er eine nördliche Insel, auch eine nördliche Insel. Okay, die haben also auch keine südliche Insel. Ja, bei dem gelben sieht es genauso aus. Nördliche Insel und seine kleine... Aha, der gelbe ist also der einzige, der eine südliche Insel auch hat. Ja, dann haben wir jetzt hier oben die Inseln, die noch frei sind. Das sind alle nördlichen Inseln. Okay. Und hier haben wir alle südlichen Inseln. Ja, dann haben wir hier noch lauter kleine Inseln. Und hier rum die südlichen. Okay. Ja, wir können davon ausgehen, dass natürlich hier unsere Konkurrenten sich mit diesen südlichen Inseln hier natürlich auch beschäftigen müssen. Sie brauchen sie nämlich zur weiteren Entwicklung. Oh je, das wird anstrengend. Ja, und hier haben wir die nördlichen. Die sind jetzt erstmal nicht so interessant für unsere Gegner. Okay, ja. Wir müssen alle größeren Inseln so schnell wie möglich besiedeln, damit wir überhaupt eine Grundlage für das Wachstum unserer beiden Städte haben.
Ich denke mir mal, die größten Inseln, die wir hier haben, nämlich die und auch die, werden wir für unsere beiden Städte nutzen. Ja, und der Plan ist jetzt wie folgt. Wir werden alle Inseln besiedeln und auch direkt mit Markthäusern so weit sichern, dass wirklich keiner unserer Konkurrenten dort siedeln kann. Wir haben genug Material, wir haben auch genug Geld, 100.000 Taler, also wir sind wirklich bestens ausgerüstet. Wenn wir alle Inseln dann, ja, für uns gesichert haben, beginnen wir mit der Besiedlung. Okay. Das ist das wichtigste Schiff. Da sind nämlich Werkzeuge und Holz drauf. Wir haben aber, glaube ich, auch noch mal Holz hier. Okay. Die beiden Schiffe nehmen wir jetzt. Und das erste, was wir machen, wir besiedeln die südlichen Inseln. Das ist wirklich das Wichtigste. Setzt neuen Kurs. Und werden dann uns oben mit den nördlichen beschäftigen. Ich würde die jetzt auch gar nicht großartig erkunden, einfach nur direkt besiedeln und dann später erkunden. So, ja, man kann natürlich jetzt hier einmal gucken. Ich gehe davon aus, dass Die das Ressourcen dieser Insel sind erkundet. fruchtbare Inseln sind. Ja, 100% Gewürze, die brauchen wir einfach. So, und dann setzen wir hier, ach nee, das ist das verkehrte Schiff, das Schiff brauchen wir. Setzen jetzt hier unser Kontor und müssen natürlich hier jetzt Werkzeug und Holz für entsprechend das für den Marktplatz hier nutzen. Tja. Ja, und wir müssen tatsächlich mehrere bauen, ne? Also, der könnte natürlich hier auch noch das Stückchen hier besiedeln. So. Ja, das müsste reichen. Gut, ja, wir werden jetzt tatsächlich alle Inseln so besiedeln und dann schauen wir mal, dass wir mit der Besiedlung unserer Städte beginnen. Wir haben jetzt wirklich hier alle Inseln entsprechend besiedelt und mit Marktplätzen versehen. Ihr seht das jetzt hier. Ich hoffe, dass unsere Konkurrenten da jetzt nicht irgendwie siedeln können. So, wir haben auch dafür unser gesamtes Werkzeug verbraucht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Werkzeug hier in unserem Kontor. Und hier haben wir unsere anderen Schiffe. Die werden wir jetzt mal alle hier hinbringen. So, und jetzt müssen wir tatsächlich anfangen, unsere erste Stadt zu gründen. Dafür werden wir aber jetzt erstmal Forsthäuser bauen müssen. Und noch einen Marktplatz. Den bauen wir hier hin. Man kann ruhig ein bisschen weiter nach oben. So. Okay, dann legen wir mal los. Bauen jetzt hier unsere Forsthäuser auf. Die können wir sogar oben hinbauen. Ne? Da haben wir ja schon Holz. Genau. Ja, das passt doch sehr schön hier hin. 3 Stück. Gut, wir haben noch ein bisschen Holz, wir haben auch noch ein bisschen Werkzeug. Habe ich hier schon in den Einkauf gesetzt? Nein, noch nicht. Das sollten wir tun.
Ja, und ihr seht unsere Bilanz. Die ganzen Marktplätze. Natürlich verheerend. Das sollten wir jetzt ganz schnell ändern. Und jetzt hier unsere Stadt errichten. Ja, wir brauchen nochmal einen Marktplatz hier. So. So. Ja, dann bauen wir jetzt wieder unser klassisches Stadtmuster auf. Einmal hier. Entsprechend das Zentrum für die öffentlichen Gebäude mit einem kleinen Radius. 5 mal 6. So, und hier kommt das Zentrum hin. Gut, dann kommt dann hier nochmal ein Marktplatz hin und dann können wir das nach hier erweitern. Das müsste eigentlich ganz gut passen. Gut, dann Holz wird schon jetzt hier entsprechend beschlagen. Dann machen wir jetzt hier eine Reihe Wohngebäude. So, unsere Schiffe sind alle da. Und dann können wir jetzt schon mal hier Nahrung brauchen wir jetzt. Das hier hinten hin, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich hier. Na. Anker lichten! Anker lichten! So, du bist jetzt schon leer. Setzt neuen Kurs! In die Wanten! Gut. Ja, die Kirche können wir schon mal bauen. Mhm. Ja. So, Holz haben wir aber genug noch hier. Da. In die Wanten! Ja, warum sich die jetzt hier weiterentwickeln, weiß ich nicht. Die haben überhaupt keinen Stoff. Ja, dementsprechend sieht er auch so aus. Das ist ja interessant. Ja, da hast du dich wohl vertan, würde ich sagen. Ja, man hat sich auch schon mal zurückentwickelt. Das war mir klar. So, was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten hier? Hier können wir noch welche bauen. Immer noch. Und hier. Ja.
So, weiteres Holz kann hier weg. So, das kann hier alles rein. Stein können wir auch schon reinsetzen. Gut, ja, das wäre jetzt so, was ich jetzt hier bauen könnte. Ja, wir können noch ein paar Wohngebäude hier errichten. So. Gut, ja, dann müssen wir die Entwicklung jetzt weiter starten. Ich möchte so schnell wie möglich Werkzeug produzieren. Oh, da habe ich vergessen, ein Forsthaus anzuschließen. Gut, wir müssen die Entwicklung jetzt hier starten. Wir haben ja entsprechend auch Stoffe. Wo ist es? Ja, hier. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Gut. So, dann können wir die Stoffe jetzt hier zur Verfügung stellen. Jetzt dürft ihr euch weiterentwickeln. Jawohl. Okay. So, denen werden wir auch natürlich direkt Alkohol zur Verfügung stellen. Dann können wir die Steuern direkt nach oben schrauben. Wunderbar. Jawohl. So, das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist tatsächlich Gold. Also ich habe alle Inseln hier erforschen lassen, aber Gold haben wir nicht. Man muss tatsächlich hier nochmal die kleinen Inseln erkunden, ob da eine Goldinsel bei ist. Gut, aber die müssen sich jetzt erstmal hier weiterentwickeln. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Ja, komm, dann nehmen wir die mal an. Und der weiße Spieler kriegt von uns einen Handelsvertrag. Ja, wir müssen hier ganz schnell versuchen, in eine positive Bilanz zu kommen. Das wird natürlich sehr schwierig. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir In die Wanten! Werkzeug produzieren. Wir kaufen das jetzt im Moment ein. Noch. So, den Steinbruch und auch die Steinmetze brauchen wir jetzt noch nicht zu bauen. Wir haben ja dieses Schiff voll mit Stein noch hier. Wo ist es? Hier. Genau. Da haben wir genug Stein. Da warten wir das erstmal mit. Wir müssen jetzt tatsächlich unsere Werkzeuge produzieren. 120 Siedler brauchen wir dafür. So, hier ist das Erzvorkommen. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal noch einen Marktplatz bauen. Ich befürchte aber, das will schon fast... Moment, hier geht es. Ja, das war alles sehr weit weg. Oder bauen wir ihn hier hin? Ja, da müssten wir 2 bauen, ne? Das müssten wir, glaube ich, sowieso... ja. Das ist aber auch dann ganz weit weg, ne? Nein, wir machen das anders. Wir bauen das einmal so. Und dann baue ich hier noch einen Marktplatz hin. So. So, Nahrung. Stoffe. Euer Volk braucht eine Schule. Ja, 122 Siedler, wunderbar. Dann legen wir mal direkt los, bauen hier unsere Erzmine auf. Gut, dann Erzschmelze. Direkt hier aufbauen und dann bauen wir die 2 Werkzeugschmieden. Ja, da habe ich jetzt im Moment kein
Werkzeug, da kommt auch der freie Händler. Gut, kriege ich nochmal. Wunderbar. Dann kann das aus dem Verkauf, beziehungsweise aus dem Einkauf. Ja, und wir produzieren jetzt unser Werkzeug. Sehr schön. Im Übrigen brauchen wir für unsere 2500 Aristokraten insgesamt 63 Häuser. Das heißt, wir brauchen hier noch die Erweiterung später. So, wir können natürlich auch jetzt allmählich Sachen verkaufen. Holz produzieren wir jetzt genug. So, was die Stoffproduktion betrifft, da will ich es warten, bis wir Baumwollplantagen haben. Das heißt, wir müssen auch hier die entsprechend dann auch mal weiterentwickeln. Das können wir ja. Wir haben ja Tabak und auch Alkohol noch. Im Übrigen diese großen Inseln, wo ich meine Städte bauen möchte, haben tatsächlich nur eine 50%ige Fruchtbarkeit. Von daher ist es ganz gut, dass wir hier unsere Stadt aufbauen. Die anderen Inseln haben alle 100%ige Fruchtbarkeit für die verschiedenen Ressourcen. Auch hier Baumwolle, Kakao, Gewürze, also das ist wirklich sehr, sehr fruchtbar hier. Und diese Insel hier ist auch nur 50 und 50. So, wir werden die Entwicklung weiter starten. Das Wirtshaus. So, das müssen wir drehen. Das kommt hier hin. Eure Stadt wächst und gedeiht. Die Feuerwehr kann hier hin. Ne, die kommt hier hin. Ne? So, und dann noch die Schule. So, dann kann die Entwicklung weitergehen. Dann haben wir nämlich unsere Bürger. So, spätestens jetzt sollten wir allmählich mal Steinproduktion starten. So, und dann kann der Steinbruch nämlich hier hin. Steinnetze kommen hier hin. Wunderbar. So, wo haben wir Stein? Ach, guck mal, wir haben ja auch noch Eisen. Neuen Kurs. In die Wanten. Das kann auch schon mal ins Kontor. Euer Volk braucht einen Arzt. Ja, den Arzt sollten wir auch ganz schnell bauen. So, wir verkaufen auch noch Stein. Da haben wir auch genug. Ja, okay. Ja, und ihr seht, die Bilanz wird immer besser. Ich würde jetzt noch mal die Erweiterung unserer Stadt bauen mit einem Marktplatz. Errichtet ein hier. größeres Gotteshaus. Oh, wir wollen schon eine Kirche haben. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. So, hier ist jetzt die Erweiterung unserer Stadt. Das hier noch ein bisschen umgebaut, damit sich das verbessert. So, wir müssen natürlich gucken. Oh, Nahrungsmittel, ganz schnell. Das geht jetzt rapide und da müssen wir jetzt tatsächlich auch aufpassen. Wir haben nicht mehr viel Nahrungsmittel hier. Da müssen wir jetzt anfangen, die Nahrungsmittelproduktion aufzubauen. Noch ein bisschen haben wir. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Das ist doch schon mal nett, oder? So, die Idee ist, dass wir hier natürlich jetzt unser Zentrum unserer Stadt haben. Ich denke mir, wir kommen hier, wenn wir das alles ausbauen, mit den 63 Häusern der Aristokraten auf und werden jetzt hier an den Rändern entsprechend unsere Nahrungsmittelproduktion starten. Das mit dem Holz, das ist sehr gut, das kann man eventuell später sogar noch ändern. Und ich würde jetzt hier schon mal anfangen mit den Getreideproduktionen, Brotproduktion.
Das passt hier nämlich sehr schön hin. Ja, ihr seht, unsere Bilanz ist positiv, endlich. Zwar noch nicht richtig stark, aber es wächst. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir eine gute Versorgung mit Nahrungsmitteln haben. Dann werden wir jetzt hier weiter diese Ränder ausbauen. Und wir müssen natürlich auch jetzt Alkohol und auch Tabakwaren produzieren. Da haben wir ja hier zum Beispiel 100% Zuckerrohr. Ich würde aber jetzt erstmal mit Weintrauben anfangen. Hier zum Beispiel können wir Tabak und Weintrauben produzieren. Das würde ich mit der Insel jetzt auch machen. So, dieses Schiff ist ja leer sozusagen und ich würde jetzt gerne nochmal hier diese Inseln erkunden. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Goldinsel. Ja, mittlerweile sind wir hier oben angelangt. Hier haben wir Ureinwohner. Aber hier wird wahrscheinlich kein Gold sein, das glaube ich nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Uninteressant. Diese Insel finde ich noch interessant. Da werden wir jetzt mal hin segeln. Ja, mittlerweile haben sich auch hier schon unsere Konkurrenten weiterentwickelt. Hier haben jetzt schon Kaufleute einen Platz gefunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Goldader schlummert im Berg. Wunderbar. Diese Insel müssen wir uns definitiv zu eigen machen. Haben wir ein Schiff hier, was wir nutzen können? Ja, wir können das hier nehmen. Ne? Jetzt neuen Kurs. So. Wir brauchen ja nicht viel. Ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Holz. So, und dann hier hin. Na, warum machst du dich nicht auf den Weg? Doch, machst du dich. Okay, gut. Ja, das ist doch nicht schlecht. Dann haben wir unsere Goldinsel. Da sind wir hier auch schon mal gesichert. Wir können auch noch mal diese Insel hier erkunden. In die Wanten! So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, diese kleinen Inseln haben alle nur 50%ige Fruchtbarkeit. Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Ah, da ist die zweite Insel mit einem reichen Goldvorkommen. Okay, die schnappen wir uns natürlich auch. Dann haben wir nämlich entsprechend unser Gold und unsere Schmuckproduktion gesichert. So, wie sieht es hier aus? Ja, alles noch gut. Oh, Gott sei Dank endlich in einer positiven Bilanz, aber ihr denkt daran, wir müssen Alkohol, Tabak und auch Stoffe produzieren und natürlich noch Nahrung, aber ich glaube, wir sind über den Berg, wenn man das so schön sagen darf, und haben jetzt den Vorsprung, dass unsere Konkurrenten nicht die anderen Inseln besiedeln können. Und wir können jetzt hier nach und nach unsere Stadt aufbauen. So, dann bauen wir unser Kontor auf. So, es reicht aber glaube ich nicht. Wir müssen nochmal hier zurück. Wir brauchen nochmal Holz.
um die zweite Goldinsel uns noch zu holen. So, wie sieht es hier aus? Stoff, oh, das sieht gut aus. Nahrungsmittel. Ja, ich würde jetzt nochmal eine Produktionsreihe mit Getreidefelder machen und dann würde ich die ersten Alkoholinseln besiedeln, wobei wir haben eigentlich noch genug Alkohol. Ich glaube, Stoffe ist wichtiger. Vor allem brauchen wir noch eine Werft. Ich meine, wir haben genug Schiffe und wir werden wahrscheinlich keinen Krieg führen. Wir haben ja im Intro gehört, dass wir eigentlich im Frieden mit unseren Brüdern leben sollen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir hier keinen Krieg führen. Was ich allerdings machen würde jetzt schon, ist die Kirche bauen. Nicht hier. Hier. Dann können wir nämlich die Kapellen abreißen. So, die können dann nämlich jetzt hier weg. Dann können wir nämlich hier das noch erweitern. Wir müssen nur gucken, wie das hier mit der Schule aussieht. Ja, hier kommt ja auch noch eine Schule hin. Dann müsste das eigentlich da reichen. Wirtshaus, ja, Wirtshaus ist ein bisschen schwierig. Kann sein, dass das hier nicht funktioniert. Müssen wir gleich mal gucken. Gut, wir sind jetzt wieder in einem, ja, in einer negativen Bilanz. Wir müssen noch die Stoffproduktion entsprechend erhöhen bzw. anfangen, aber irgendwie ist mein Schiff hier nicht hingekommen. Ich hätte doch ein Schiff da. Ach nee, das ist hier. Das soll ja noch Werkzeug mit aufnehmen. Und das war verkehrt rum. So, jetzt aber. Ja, das sieht alles soweit noch ganz gut aus. Ich sehe gerade, Steine und Holz verkaufen wir natürlich jetzt nicht mehr. Das brauchen wir jetzt selber. Wir können aber jetzt das Baumaterial wieder freigeben, damit die sich hier weiterentwickeln. Eine Werft brauchen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja genug Schiffe. Piraten haben wir jetzt hier Gott sei Dank auch nicht. Ah, ich wollte diese eine Insel hier noch entsprechend besiedeln, nämlich diese hier mit dem Goldvorkommen. Anker lichten! So, dann direkt mal hier hin. So, mittlerweile sind wir hier angekommen. Dann fangen wir mal an mit der Stoffproduktion. Auch hier verbinden wir mal das Kontor mit dem Marktplatz. Überprüft eure Handelsrouten. Oh, ein Vulkan ist ausgebrochen. Wo? Oh. Auf unserer Insel. Ja, hier ist der Weg zerstört. Okay, das müssen wir ganz schnell reparieren. So, dann überlegen wir mal, wie wir unsere Baumwollplantagen hier platzieren wollen. Hier kann eine hin und hier kann eine hin. Oh, das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier die Weberei bauen. Die drehen wir mal. So, die schließen wir erstmal. Und dann können wir die hier anschließen.
So, hier ist auch ein Vulkan. Hier müssen wir auch aufpassen. Wir brauchen Baumaterial. So, wie sieht's aus? Das sieht alles gut aus hier. Aber unsere Bilanz ist negativ. Ja. Oh, Tabakwaren brauchen wir jetzt noch nicht, aber es entwickelt sich ja auch hier fleißig weiter. Wir können hier auch schon mal das Wirtshaus bauen. Ja, bauen wir genauso wie auf der anderen Seite. Ja. Und dann möchte ich gerne hier auch schon den Arzt haben und die Feuerwehr. So, und dann können wir hier auch nochmal Wohnhäuser errichten. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Oh, was ist passiert? Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen. Der Gelbe hat uns den Krieg erklärt. Können wir ein Tribut zahlen? Ja, können wir. Ja, bitteschön. Dankeschön. So, Handelsvertrag machen wir jetzt nicht. So, hier werden, glaube ich, die ersten Baumwollpflanzen geerntet. Dann können wir hier die Weberei entsprechend in Betrieb nehmen. Da kommt schon unser Schiff. Dann können wir jetzt die zweite Weberei bauen mit den 2 Baumwollplantagen. So, die Feuerwehr muss ich hier bauen. Definitiv. So, dann könnten wir hier die Weberei bauen, ne? Das passt. So, dann kann jetzt dieses Schiff hier die Stoffe transportieren von Jersey zu unserer Heimatinsel. Gut. Ja, die beiden Häuser hier haben leider keinen Zugang zu Wirtshaus und zur Schule. Dann entwickeln die sich auch nicht weiter. Ne? Das ist blöd. Ich glaube, das baue ich auch anders. So, bis dahin klappt das mit dem Wirtshaus. Oh, wir haben die Pest, aber Gott sei Dank. Ein Arzt. So, ja, das klappt da auch nicht mit dem Wirtshaus. Das ist Blödsinn, was ich hier baue.
wird ein Handelsvertrag angeboten. Ach, schau an. Nehmen wir an. Naja gut, wir verkaufen nichts und dann ist es oft so, dass dann der Krieg erklärt wird, wenn wir keine Waren verkaufen, die unsere Konkurrenten dringend brauchen. So, hier ist das eine Schiff. Ich wollte ja noch die Goldinsel hier mir schnappen. So, und dann kannst du auch hier wieder zurück. Ja, wir könnten natürlich etwas Holz einkaufen. Warum nicht? An Holz brauchen wir jetzt wirklich jede Menge. So, wir könnten natürlich... wir haben doch eben noch Gewürze, genau. Wir können hier Gewürze noch entsprechend denen zur Verfügung stellen. Dann können wir nämlich schon die Steuer noch etwas erhöhen. So. Wir müssen nur gleich dann auch Gewürze produzieren. So, unsere Bilanz ist wieder positiv, sehr gut. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich jede Menge Steuern jetzt kassieren. Ja, Tabakwaren und Gewürze ist das nächste, was wir entsprechend produzieren müssen. So, und dann kann dieses Schiff wieder Baumaterial aufnehmen. Ja, Tabakwaren habe ich noch etwas im anderen Schiff. Dann können wir jetzt hier tatsächlich mit den Gewürzen beginnen. Gut, dann sind wir jetzt endlich hier angelangt. Mhm. Uns fehlt Stein, beziehungsweise Ziegel. Muss ich noch mal hier hin? Ich möchte 4 Gewürzfarmen haben. Nein, das ist diese Insel. Wie heißt sie überhaupt? Innsbruck. Ja, das ist ja schön. So, hier brauchen wir noch die Schule, ne? Oh, ein Vulkanausbruch. Also, das ist hier bei dem Roten. So, und da kommen endlich die Steine. Ei, ei, Captain! So, das Schiff kann jetzt die Gewürze holen. Innsbruck. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Tabakwaren. Ankerlichten! Setzt neuen Kurs. So, jetzt brauchen wir aber doch eine Werft, ne? Ja, mittlerweile sind wir wieder in der positiven Bilanz.
So, ich habe unsere Stadt noch mal ein bisschen erweitert. Wir brauchen hier 63 Aristokratenhäuser, um die 2500 Aristokraten zu bekommen. Das haben wir jetzt hier. Wir haben sogar ein bisschen mehr als 63 Häuser. Und wir müssen jetzt erstmal noch Tabakwaren produzieren. Wir sind in einer sehr guten Bilanz. Das heißt, ich kann das Baumaterial jetzt erstmal wieder nicht zur Verfügung stellen. Und dann werden wir jetzt noch Tabakwaren produzieren. Ja, und dann müssten wir später auch dann Kakao produzieren, um unsere Kaufleute zu bekommen. Ich glaube aber, dass ich nochmal einen Steinbruch bauen werde. Wir brauchen jede Menge Stein. Und das können wir ja hier noch entsprechend produzieren. So, Nahrungsmittel, das wäre jetzt auch nochmal, dass wir eine weitere Produktion starten. Wir haben ja jetzt hier jede Menge Möglichkeit, weil wir diese Stadt nicht mehr nach hierhin erweitern. Hier können wir jetzt nochmal... Wie bauen wir das am besten? Hier passt eine hin. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Oh. Gut, aber da haben wir unsere Feuerwehr. Ja, da haben wir hier eine schöne Produktionsreihe noch aufgebaut. So, und jetzt müssen wir Tabakwaren. Würde ich jetzt gerne noch Setzt neuen Kurs. anfangen mit der Produktion. So, die Tabakwaren können wir hier produzieren. So, dann, ich wollte hier noch einen Steinbruch hier bauen. Oh je, ich sehe gerade, unsere Erzmine ist erschöpft, aber wir können weiter Erz produzieren, indem wir eine tiefe Erzmine bauen müssen. Wir können jetzt erstmal die stilllegen. Wir haben ja noch genügend Eisen und auch Erz in unserem Warenlager. Am Anfang des Spieles hatten wir ja genug in unseren Schiffen gehabt. Gut. Mittlerweile ist unser Schiff auch hier bei unserer Tabakinsel angelangt. Gut, dann legen wir hier auch los. Dafür müssen wir aber erstmal das Material mal ins Kontor bringen. So, das ist doch schon mal ganz gut. Du holst noch mal Stein. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Ja, dank unserer Feuerwehr ist das aber kein Problem. So, Nahrungsmittel, da müssen wir uns jetzt als nächstes drum kümmern. Gut, da sind die Steine. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen. Ach, mal wieder.
Ja, ihr seht das. Die wollen natürlich hier alle Waren haben. Ne? Also nochmal Tribut zahlen. So. Gut. Und er hier kriegt auch ein bisschen Tribut. Ja. So. Ja, das ist der Preis dafür, dass wir jetzt hier alle Inseln entsprechend okkupiert haben. Oh, da war gerade ein Räuber. Habt ihr ihn gesehen? Galgen jetzt hier setzen. Euch wird ein Handels... So einfach ist das, ne? Ja, meine Idee ist tatsächlich, dass wir dann auch wirklich Waren verkaufen, die unsere Kontrahenten brauchen. Also er hier braucht zum Beispiel Gewürze und auch Kakao und Stoffe. Das können wir denen natürlich dann auch zur Verfügung stellen. Wir produzieren das ja dann alles in Mengen. Sonst haben wir immer das Problem, dass wir immer wieder Tribut zahlen müssen, weil sie eigentlich gerne von uns Waren haben wollen. So, und da habe ich vergessen, den Tabak zu setzen. Gut, dann haben wir jetzt hier 2. Das sollte eigentlich reichen erstmal. Dann könnten wir Folgendes machen. Das Schiff holt ja den Alkohol. Das können wir noch etwas ergänzen. Und zwar holst du jetzt hier auch noch die Tabakwaren in Bramen. So. Tabakwaren haben wir jetzt nämlich nicht mehr. Da werden wir gleich hier großes Geknatsche haben. Ich glaube, wir kommen aber hier mit 2 nicht aus, oder? Ich würde gerne noch welche bauen. So. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen. Wir sind wieder in einer negativen Bilanz. Wir müssen das Baumaterial freigeben für unsere Bürger. So, und dann können wir den Kakao jetzt auch mal in das Kontor tun. Dann können wir auch Gewürze jetzt verkaufen.
So, aber das kann ruhig ein bisschen teurer werden hier. So. Können wir noch was verkaufen? Stoffe können wir verkaufen. So, jetzt können nämlich unsere Konkurrenten bei uns kaufen. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht immer wieder hier Tribut zahlen müssen. Ja, mittlerweile haben wir jetzt kein Eisenerz mehr. Wir bauen die tiefe Erzmine. Gut, damit haben wir wieder genug Erz. Ja, natürlich müssen wir jetzt noch Kakao produzieren. Wieder packen wir alles in das eine Schiff und machen uns zu unserer Kakaoinsel. Wo haben wir die denn? Oh, das ist alles 100%. Was haben wir hier? Kakao. Ja, das ist noch eine Kakaoinsel. Dann mach dich mal auf den Weg. So, da sind wir schon. Wie heißt dieser Ort überhaupt? Fairbanks. Okay. So, wir haben hier unsere 4 Kakaoplantagen. Die Gypsy wird Kakao und kann diesen Ort jetzt transportieren. Ja, hier drauf natürlich. Gut, dann dürften wir jetzt eigentlich kein Schiff mehr frei haben. Mal eben in die Schiffsliste gehen. Kakao, Gewürze, Alkohol. Was hast du? Oh, da habe ich vergessen, den Namen zu ändern. So, dann haben wir noch... hier haben wir noch ein Schiff übrig. Die kann jetzt wieder zurück. Das wird unser Bauschiff werden. Gut, Nahrungsmittelproduktion wieder erweitern. Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Ja, wächst und gedeiht. Ja, dieses Haus können wir auch abreißen. Aber wir dürfen jetzt wirklich nur Gebäude haben, die sich 100% entwickeln können. Ja, wir gucken mal eben in die Diplomatie und wir sehen, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wir verkaufen nämlich jetzt Waren, die sie tatsächlich auch brauchen. Und damit sind sie auch dann glücklich.
Wir haben wieder mal einen Blick in unseren Warenbestand. Also Alkohol sieht gut aus. Ja, Nahrungsmittel. Da sollten wir, bevor wir die nächste Zivilisationsstufe erreichen, dann doch noch ein bisschen mehr ausbauen. Ja, Tabakwaren sieht soweit jetzt eigentlich ganz gut aus. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts zu machen. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Noch mal wieder. Eine Kriegserklärung wurde ausgesprochen. Ja, wieder. Okay. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. So, dann verkaufen wir auch noch mal hier Kakao. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal unsere Entwicklung, indem wir das Badehaus bauen. Wieder einen Vulkan. Oh, hier, okay, da müssen wir aufpassen. Oh, meine Feuerwehr, wie frech. Muss ich die dann wieder aufbauen? Ja. Gut. So, wir werden natürlich jetzt das Badehaus bauen. Mhm. So, und damit können wir jetzt Kaufleute entwickeln lassen. So, dann haben wir auch schon unsere ersten Kaufleute. Ja. Dann können wir direkt nach oben bringen. Ja, und die brauchen jetzt Kleidung. Das können wir denen schon mal zur Verfügung stellen. Gut, wir Die könnten Bürger natürlich eures auch Reiches jetzt verehren euch. tatsächlich... Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Oh, ein Euer Volk Denkmal. wünscht eine Hochschule. Ah, soweit sind wir auch schon, aber da warten wir natürlich noch ein bisschen mit. Ja, wir können natürlich doch auch jetzt Waffen produzieren, beziehungsweise Kanonen und unsere Schiffe bestücken. Unsere Gegner haben nämlich nur hier diese kleinen Handelsschiffe. Sie haben überhaupt keine, ja, Kriegsschiffe. Das könnte man natürlich machen. Ja, die brauchen weiterhin Gewürze und Kakao und Stoffe. So, und die brauchen Schmuck. Den werden wir natürlich nicht zur Verfügung stellen. Ja, sie haben aber auch keine Wachtürme und auch keine Waffenproduktion. Es ist die Frage, ob wir tatsächlich hier Krieg führen wollen oder ob wir einfach diese Tribute immer zahlen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Euer Volk wünscht ein Theater. So, das sieht soweit alles gut aus. Alkohol müssen wir weiter produzieren. Ankerlichten!
Gut, Stoffe sind Mangelware. Dann werden wir mal die Baumaterialien wieder mal sperren und noch ein bisschen mehr Baumwolle produzieren hier. Gut, dann legen wir mal los. So. Das passt ja sehr gut. Es fehlt an Stoffen. So. Nee, das ist doof, was ich da gebaut habe. So geht's, ja. Nur der Rest kann hier rein. Ja, Stoffe ist jetzt tatsächlich nichts mehr da. Schneiderei werden wir mal stilllegen. Können die Stoffe mal eben kurz in den Einkauf nehmen. So, alles läuft bestens. Ja, mit den Stoffen und mit Kakao, da habe ich jetzt schon einiges dran getan, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Nee, Stoffe ist, glaube ich, immer noch Kakao zu ist wenig. Mangelware. Ja, ich weiß. Es Wir fehlt an Stoffen. werden nochmal hier ein bisschen was einladen und dann müssen wir noch ein bisschen weiter hier unsere Stoffproduktion erhöhen. So, mal wieder ist unser Vulkan hier ausgebrochen. Und unsere Feuerwehr wurde zerstört. Gut, wir müssen einmal kurz in die Schiffsliste. Stoffe. Hast aber jetzt alles abgeholt, ne? Ja. Okay, ja, dann bauen wir noch eine Produktionsreihe auf. Ja, ich denke mir mal, das mit den ganzen Inseln war doch ein bisschen zu viel gewesen. Wenn wir gleich die zweite Stadt gegründet haben und wir absehen können, dass wir nicht alle Inseln brauchen, dann werden wir natürlich einige Inseln wieder freigeben. Aber wie gesagt, wir verdienen so viel Geld, wir können auch die Tribute zahlen. Wir werden jetzt als nächstes schon mal Gold produzieren. Dafür brauche ich aber ein kleines Handelsschiff mal. Kein großes. Stoffe haben wir ist jetzt Mangelware. mittlerweile immer noch nicht. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen. Zu wenig. Ja, müssen wir doch noch ein bisschen weiter ausbauen. So, das ist das Erste, was wir mal machen. So, dann
nochmal Es fehlt eine an Kakao. Runde Plantagen. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Super. Da ist das nicht an den Marktplatz angeschlossen, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Dann machen wir das anders. Es fehlt an Kakao. So, und ihr seht auch, Gewürze und vor allem Nahrungsmittel sind nach unten gegangen. Da werden wir jetzt erstmal kräftig hier weiter ausbauen. Ein Handelsvertrag wurde gekündigt, überprüft eure Handelsrouten. Ja, Euch wurde der Krieg erklärt. mal wieder. Diesmal der weiße Spieler. Hat er überhaupt Kanonen? Nee, ich sehe gar keine Kanonen. Okay, dann lassen wir das auch mal so, oder? Ach komm. Wir haben genug Geld. Was soll das? So, wir bauen erstmal hier unsere Nahrungsmittelproduktion weiter aus. So, unsere Gewürzproduktion habe ich jetzt nochmal richtig hier ausgebaut. Das ist jetzt wirklich so, man muss alles jetzt so sukzessiv hier ausbauen, bevor wir hier tatsächlich Aristokraten entwickeln können. So, dann wir mal zurück. So, ja, Kakaostoffe, ja, Nahrungsmittel hat sich auch wieder erholt, obwohl da kaufe ich gerade ein. Ja, Tabak und Alkohol müssen auch erhöht werden, Kakao auch. Also, wir werden jetzt nochmal hier richtig gut alles ausbauen. Wir brauchen uns auch keine Gedanken zu machen. Die Bilanz sieht immer noch gut aus. Ja, und dann werden wir die nächste und auch letzte Zivilisationsstufe erreichen, nämlich Aristokraten, bauen diese Stadt so aus wie gewünscht und werden uns dann mit der zweiten Stadt beschäftigen. Oh, da haben wir noch einiges vor, oder? Ja, aber damit werden wir uns dann im zweiten Teil dieses Szenario für Anno 1602 dann beschäftigen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.